Es ist der 8. Januar 1956. 5 junge Missionare befinden sich im Regenwald Ecuadors. Seit Jahren haben sie dafür gebetet, Kontakt zu einem Volk aufzunehmen, das damals außerhalb seines Gebietes kaum jemand kannte, den Waorani. Vielleicht kennt ihr schon Jim Elliot. Jim ist verheiratet, seine Frau Elizabeth ist ebenfalls Missionarin. Die beiden haben eine kleine Tochter, Valerie. Sie ist noch nicht mal 1 Jahr alt. An diesem Sonntag, den 8. Januar, wartet Elisabeth auf eine Nachricht von ihrem Mann. Doch diese Nachricht kommt nicht. Stattdessen beginnt eine Suche. Und irgendwann wird klar, ihr Mann und die 5 Männer, also die 4 anderen Männer, sind tot. Sie wurden von Männern aus dem Volk getötet, was sie erreichen wollten. Elisabeth ist 29 Jahre alt. Sie hat ihren Mann verloren und ihre kleine Tochter hat ihren Vater verloren. Und die Menschen, denen Jim die Liebe Gottes bringen wollte, haben ihn getötet. Man könnte denken, damit ist die Geschichte zu Ende. Aber 2 Jahre später bekommt Elisabeth die Möglichkeit, genau zu diesem Volk zu gehen. Nicht für einen kurzen Besuch, sondern unter ihnen zu leben, um sie zu missionieren. Und sie wäre nicht allein. Sie würde mit ihrer kleinen Tochter dorthin gehen. Elisabeth weiß genau, was diese Menschen getan hatten. Sie weiß, dass ihr Mann dort getötet wurde. Und trotzdem stellt sich nun die Frage, gehe ich? Kann ich Gott so weit vertrauen? Kann ich ihm sogar meine kleine Tochter anvertrauen? Kann ich zu den Menschen gehen, aus deren Mitte der Mörder meines Mannes kommt? Was würdet ihr tun? Wir lassen Elisabeth für einen Moment mit dieser Entscheidung stehen. Denn hinter ihrer Geschichte steckt eine Frage, die sich durch die ganze Bibel zieht. Kann ich Gott vertrauen? Auch dann, wenn ich seinen Weg nicht verstehe oder er für mich zu schwer erscheint. Unsere Kultur versteht Freiheit oft als völlige Unabhängigkeit. Frei ist, wer niemand Rechenschaft schuldig ist und selbst bestimmen kann, was richtig und falsch ist. Doch wenn Freiheit so wäre und so einfach wäre, warum werden Menschen, die scheinbar alle Freiheiten besitzen, trotzdem von Angst, Schuld, Süchten oder Sinnlosigkeit beherrscht? Und umgekehrt, warum konnten Menschen wie Elisabeth innerlich eine Freiheit besitzen, die ihnen niemand nehmen konnte, obwohl alles in ihrem Leben drunter und drüber ging? Die Bibel beschreibt Freiheit nämlich als etwas ganz anderes, als die Welt es tut. Freiheit ist eine Beziehung. Der Mensch wurde nicht geschaffen, um unabhängig von Gott zu leben, sondern in einer vertrauensvollen Beziehung mit ihm. Schon im Garten Eden bestand Freiheit nicht darin, dass Adam und Eva völlig unabhängig waren. Sie lebten in einer vertrauensvollen Beziehung zu ihrem Schöpfer. Gott schenkte ihnen einen weiten Lebensraum mit unzähligen Möglichkeiten. Nur ein Baum war ausgeschlossen. Und genau dort begann die erste Sünde. Die Schlange stellte Gottes Charakter in Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Plötzlich ging es nicht nur noch um die Frucht, sondern um Vertrauen. Ist Gott wirklich gut? Enthält er uns etwas vor? Seitdem steckt hinter jeder Sünde die Frage, vertraue ich Gott? Glaube ich, dass Gottes Wege gut sind oder mein eigener Weg ist besser? Aber Vertrauen beruht auf Beziehung. Sünde zerstört deshalb zuerst Beziehung. Als Adam und Eva Gott misstrauten, zerbrach ihre Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Adam und Eva versteckten sich und somit war diese Beziehung, die so wunderschön war, zerbrochen. Doch das Ziel Jesu war es, durch einen Erlösungsplan diese zerbrochene Beziehung wiederherzustellen. Paulus schreibt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Frei sein heißt also nicht, von Gott unabhängig zu sein. Wirklich frei werden wir, wenn wir ihm vertrauen. Ich möchte mit euch aufschlagen Römer 8,
und dort Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und in Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Dann sind wir nicht länger Sklaven, sondern Kinder, die ihrem Vater vertrauen dürfen. Vertraust du Gott? Diese eine Frage zieht sich durch die ganze Bibel. Ich finde, besonders eindrücklich sieht man das in der Geschichte von Israel. Israel lebte viele Generationen als Sklaven in Ägypten. Sie konnten sich nicht selbst befreien. Gott musste handeln. Durch Wunder, durch Mose und schließlich durch den Auszug schenkte Gott seinem Volk die Freiheit. Doch diese Befreiung begann mit einer Vertrauensfrage. Gott versprach sein Volk zu retten, die Israeliten mussten aber seinen Worten glauben. Und sie wurden auch auf die Probe gestellt. Nachdem Mose das erste Mal zum Pharao gegangen war, wurde es zunächst sogar schlimmer. Der Pharao erhöhte die Arbeitslast. Die Israeliten machten Mose Vorwürfe. Sogar Mose selbst zweifelte und fragte Gott, warum er ihn überhaupt zu diesem Volk gesandt hatte. Und Gott antwortete ihm, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun werde. Die Befreiung hatte also noch gar nicht richtig begonnen und schon mussten sie entscheiden, ob sie Gottes Zusage vertrauen würden. Beim Passa sollten sie ein Lamm schlachten und dessen Blut an die Türpfosten streichen. Äußerlich schien es vielleicht unscheinbar und vielleicht sogar unverständlich. Und das Blut hatte ja auch keine magische Kraft. Es war ein Zeichen, das Vertrauen gegenüber Gott. Wer seinem Wort glaubte, blieb im Haus. Wer meinte, einen besseren Weg zu kennen, hat halt nicht das Blut benutzt. So beginnt unser Heil nicht mit unserem Tun, sondern mit Gottes Handeln. Niemand erlöst sich selbst. Gott hat uns befreit. Ich möchte noch einen Text mit euch aufschlagen. Kolosser 1. Kolosser 1, dort die Verse 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wie das Passahlamm Israel bewahrte, ist Christus für uns das Passahlamm geworden. In 2. Korinther 3, Vers 17 steht, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Unsere Rettung gründet deshalb nicht auf unsere Leistung, sondern Gott ist der Ursprung. Aber wir müssen vertrauen. Und Vertrauen bedeutet, dass wir annehmen, was Gott bereits getan hat. Unser Vertrauen ist die Antwort auf seine Rettung. Kaum hatten die Israeliten Ägypten verlassen, standen sie vor dem Roten Meer. Vor ihnen das Wasser, rechts und links die Berge, hinter ihnen die Ägypter. Plötzlich schien Gottes Führung keinen Sinn mehr zu ergeben. Die Menschen riefen, wären wir doch in Ägypten geblieben. Ich finde diese Reaktion erstaunlich. Noch wenige Tage zuvor hatten sie erlebt, wie Gott Ägypten erschütterte. Sie hatten gesehen, wie das Passahlamm sie bewahrte und wie Gott sie aus der Sklaverei herausführte. Doch sobald sie eine auswegslose Situation vor ihnen geschah, schien alles das vergessen zu sein. Angst ließ die Erinnerung an Gottes Treue verblassen. Plötzlich erschien selbst die Sklaverei ein sicherer Weg als mit Gott. Und genau darin zeigt sich das Wesen des Misstrauens. Es bewertet die gegenwärtige Situation höher als die vergangenen Erfahrungen mit Gott. Freiheit ist nicht selbstverständlich.
Die Israeliten wären lieber in Gefangenschaft geblieben, als Gott zu vertrauen. Wie schnell hatten sie Gottes Wunder vergessen? Ist das nicht auch unsere Erfahrung? Sind wir lieber in Sünde gefangen, als uns von Gott leiten zu lassen? Oder vielleicht hat uns Gott schon befreit. Aber wie die Israeliten wollen wir zurück in die Sünde, weil wir Gott nicht genug vertrauen, dass er uns durch Schwierigkeiten und Versuchungen führen kann und wird. In 1. Korinther 10, Vers 12, das können wir auch gemeinsam aufschlagen. 1. Korinther 10, Vers 12. Dort steht: Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Geistliche Freiheit ist kein Zustand, den wir einmal erreichen können und dann automatisch behalten. Sie wächst dort, wo wir Gott vertrauen, heute und immer wieder neu. Oft beginnt nämlich die eigentliche Glaubensprüfung erst nach der Befreiung. Nachdem Gott das Meer geteilt hatte, führte er Israel in die Wüste. Dort fehlte Wasser, dann Nahrung. Immer wieder geriet das Volk in Schwierigkeiten. Doch die Wüste war ja kein Zeichen dafür, dass Gott sie verlassen hatte. Sie war ein Ort, an dem Vertrauen wachsen sollte. Mit dem Manna lehrte Gott täglich, von ihm abhängig zu sein. Mit dem Wasser aus dem Felsen zeigt er, dass er selbst in unmöglichen Situationen versorgt. Paulus schreibt später, der Fels aber war Christus. Er macht damit irgendwie deutlich, in der Wüste war Christus die Quelle ihres Lebens. Als Mose auf dem Berg war, bauten die Israeliten das goldene Kalb. Sie wollten etwas Sichtbares, etwas, das sie kontrollieren konnten. Und immer wieder zeigte sich, das eigentliche Problem war gar nicht die Wüste, das eigentliche Problem war das Misstrauen. Die Wüste hat das Misstrauen aber auch nicht hervorgebracht, sie hat nur sichtbar gemacht, was bereits in ihren Herzen war. Die Israeliten hatten die 10 Plagen gesehen. Sie waren trockenen Fußes durch das Meer gegangen. Sie sahen täglich die Wolken- und Feuersäule. Gott zeigte ihnen immer und immer wieder, dass er vertrauenswürdig ist. Doch als sie schließlich vor den Toren Kanaans standen, vertrauten sie ihm immer noch nicht. Äußerlich waren sie frei, doch innerlich trugen sie Ägypten immer noch in sich. So kann es auch uns gehen. Man kann Gott glauben und trotzdem ihm misstrauen. Man kann Vergebung empfangen haben und dennoch ständig Schuld mit sich herumtragen. Man kann äußerlich frei sein und innerlich von Sorgen, Süchten oder Leistungsdruck gefangen sein. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 34, jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Freiheit bedeutet deshalb nicht alles tun zu können. Freiheit bedeutet, Gott wirken zu lassen und nicht von dem beherrscht zu werden, was uns zerstört. Freiheit hat ein Ziel. In Galater 5, Vers 13 steht, denn ihr seid zur Freiheit berufen. Brüder, nun macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn wenn wir Gott vertrauen, dann verändert er nicht unsere Lebensumstände, sondern unser Herz. Im Garten Eden behauptete die Schlange, Gott enthält euch etwas vor. Am Kreuz wird dann deutlich, Gott hält nichts zurück, nicht mal seinen eigenen Sohn. Die Frage ist, vertrauen wir ihm? Denn frei werden wir nicht durch unsere eigene Stärke, sondern durch seine Liebe. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das schreibt Paulus. Also was ist jetzt diese Freiheit, von der Paulus spricht? Wir haben gesehen, Freiheit ist eine Beziehung. Wir müssen vertrauen wie ein Kind. Freiheit hat einen Ursprung. Gott selbst schenkt sie in Christus. Freiheit ist nicht selbstverständlich, sondern sie wächst durch tägliches Vertrauen. Und Freiheit hat ein Ziel, ein Leben in Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen. Die erste Sünde war eine Vertrauensfrage. Sie entstand, weil der Mensch Gottes Liebe anzweifelte.
Erlösung beginnt ebenfalls mit einer Vertrauensfrage. Gott hat uns gezeigt, wie sehr er uns liebt und dass wir ihm vertrauen können. Aber vertrauen wir ihm dann auch? Und vertrauen wir, dass er uns frei macht? Wenn wir das so tun, dann können wir bereit sein, wie Elisabeth Elliot, uns dieser Frage zu stellen: Gehen wir einen schwierigen Weg? Und damit zurück nach Ecuador. Wir hatten Elisabeth vor diese Entscheidung gestellt. Würde sie gehen? Ich hätte diese Geschichte nicht gewählt, wäre sie daheim geblieben. Am 8. Oktober 1958, knapp 3 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, ging Elisabeth Elliot tatsächlich wieder in den Regenwald. Mit ihr ging Rachel Saint, die Schwester eines der anderen getöteten Missionare, und Elisabeths dreijährige Tochter, Valerie. Sie gingen zu den Waorani und sie blieben. Elisabeth lebte dort in einer einfachen, mit Blättern bedeckten Hütte. Und nun stellt euch diese Szene mal vor. Nur wenige Meter von dieser Hütte lebten 2 der Männer, die ihren Mann getötet hatten. Einer von diesen Männern hieß Gigikat. Gigikat freundete sich mit Elisabeth an. Elisabeth beschreibt später eine alltägliche Szene. Gigikat sitzt mit ihrer kleinen Tochter Valerie und hilft ihr, eine Kochbanane zu rösten. Was für ein Bild. Der Mann, der an der Ermordung ihres Vaters beteiligt gewesen war, sitzt neben diesem kleinen Mädchen und hilft ihr beim Essen. Elisabeth hätte allen Grund gehabt zu sagen, diese Menschen, denen schulde ich ja nichts. Sie hätte allen Grund gehabt, wegzugehen. Sie hätte sich von ihrer Angst, vor ihrer Trauer, vielleicht von ihrem Hass bestimmen lassen können. Aber sie tat etwas anderes. Sie vertraute Gott. Nicht, weil sie verstanden hätte, warum Jim sterben musste. Nicht, weil plötzlich alles gut gewesen wäre. Und nicht, weil die Vergangenheit ungeschehen gemacht werden konnte. Sie vertraute Gott und dass er sie auf diesem Weg führen würde. Viele Waorani nahmen später den christlichen Glauben an. Auch Männer, die an der Tötung der 5 Missionare beteiligt gewesen waren, wurden Christen. Und wenn sie auf diese Geschichte zurückblickt, fasst Elisabeth Elliot sie so zusammen: Gott ist Gott, und wenn er Gott ist, dann ist er meines Vertrauens würdig. Und auch wenn ich nicht sehe und nicht verstehe, was er tut. Unsere Wüste sieht vielleicht anders aus als die der Israeliten. Es kann ein Mensch sein, dem wir nicht vergeben können, eine Sorge, die wir nicht loslassen können, eine Versuchung, von der wir glauben, sie nicht bestehen zu können. Vielleicht ist es eine Entscheidung, bei der wir Gottes Wege nicht verstehen. Oder vielleicht stehen wir gerade vor unserem eigenen Roten Meer und denken: Gott, hier kann es nicht weitergehen. Aber die Frage bleibt dieselbe: Vertraue ich Gott, den nächsten Schritt zu tun, auch wenn ich ihn noch nicht sehe? Gott befreite Israel in einer Nacht, aber das Vertrauen mussten sie erst in der Wüste lernen. Denn wirklich frei sind wir nicht einfach dann, wenn wir alles tun können. Wirklich frei sind wir, wenn wir Gott vertrauen. Freiheit ist eine Frage des Vertrauens. Und deshalb möchte ich mit den Worten Jesu schließen: Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.